Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns der Luftenergie vom Wassermann zu. An alle Steinböcke von euch, die Geburtstag hatten, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ja, schauen wir mal, was diese neue Dekade für euch bringt. Zu der aktuellen Dekade, wir haben am 21. Januar haben wir einen Neumond und ab dem Moment bauen sich die Energien neu auf. Es ist eine gute Zeit, um ein neues Projekt anzufangen und man wird ein bisschen mehr Energie haben. Wir schauen mal, was dir diese Dekade bringen wird, lieber Steinbock. Eine Karte für dich, eine Karte für dich, lieber Steinbock, für diese erste Dekade im Wassermann. Energien zeigen sich nicht. Ah, doch. Jetzt war es doch recht eindeutig. Ich bin gespannt. Der Tod. Oh, also keine Sorge, es ist nicht der faktische Tod. Es ist mehr eine Erneuerung, eine sehr starke Transformationskraft hier. Sehr starke regenerative Energien. Sehr starke Transformation, Erneuerung und Befreiung. Ein altes Problem, eine alte Trauer, eine alte Last kannst du jetzt endgültig hinter dir lassen und wirst darin neue Erfüllung fühlen, erfahren und so wieder neu aufblühen. Ja, etwas, was nicht mehr lebendig war in deinem Leben, schon länger nicht mehr, kannst du jetzt loslassen. Und wenn du das loslässt, ist das zwar für einen kurzen Moment eine etwas unsichere Situation, aber es führt dazu, dass etwas in deinem Leben neu lebendig wird, wieder erstarkt und dir sehr viel Kraft geben wird. Eine sehr schöne, starke Karte. Und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Du bist sehr auf dich fokussiert. Du achtest hier auf deine Interessen. Deine Interessen sind dir gerade sehr wichtig. Wahrscheinlich auch, weil durch diese Transformation, die du jetzt erlebst, auch ein wenig mehr Unsicherheit reinkommt. Und in so einer Phase muss man auch ein bisschen mehr auf sich selbst gucken. Und das ist ein gesunder Egoismus, der dir und aber auch alle Menschen um deiner Umgebung letztendlich gut tun wird. Ne? Es ist hier einfach sehr, sehr wichtig, auf deine Bedürfnisse zu achten und diese Bedürfnisse auch Ausdruck zu verleihen und zwar auch genau zu dem richtigen Moment. Du bist hier auch sehr bedacht darauf, das richtige Timing, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ja, es werden sich nämlich tatsächlich neue Perspektiven für dich auftun und auch du solltest deinen Horizont erweitern, ein bisschen in die Ferne träumen und sehen, was du eigentlich alles für Möglichkeiten hast. Die Welt steht dir offen, ne? Und das zu erkennen, wird in dieser Dekade wichtig für dich sein. Und zum Ende der Dekade wirst du hier einen sehr harmonischen Zustand erreichen, einen sehr starken zwischenmenschlichen Bezug und sehr, sehr angenehme Harmonie erfahren. In der Verbindung zu anderen Menschen auch Sinnerfüllung finden und eine Verbindung zu einem Menschen oder mehreren Menschen sehr stark vertiefen können. Und auch die Verbindung zu dir selbst natürlich. Also es wird hier wirklich, es zeigt sich hier eine sehr schöne Entwicklung, die dir mehr Tiefe schenken wird in deinen sozialen Verbindungen, mehr Erfüllung. Und wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun haben wirst. Der Mond.
Ja, das ist ungefähr das, was ich hier beim Tod meinte. Es gibt diesen kurzen Moment, wo das Alte gerade schwindet, das Alte, was auch vertraut ist, ne, auch wenn es nicht mehr lebendig ist, fühlte es sich immer doch noch vertraut an, aber trotzdem muss man es loslassen. Dieser Moment des Loslassens, aber das Neue ist noch nicht da, das kann ein sehr unsicherer Moment sein, der auch viele Gefühle in einen erzeugt, ne? Sehr viel Ängste, sehr viel Unbehagen einfach, Unsicherheit. Aber höre auf dein Herz, denn dein Herz führt dich hier auf den richtigen Weg. Dein Herz weiß, dass dieser Weg richtig ist. Und dein Herz ist mutig. Dein Kopf sagt dir vielleicht, okay, habe ich nicht so viel Erfahrung, wenn ich diesen Weg wähle. Aber dein Herz sagt dir, es ist alles gut. Diese Karte kann sich sehr unterschiedlich äußern. Hat auf jeden Fall sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und wenn du irgendwie emotional stark das Gefühl hast, oh, das ist unsicher, ist das meistens ein Zeichen, dass es der richtige Weg ist. Diese Karte kann man auch manchmal mit Lampenfieber vergleichen. Vielleicht hast du wirklich in dieser Zeit eine wichtige Präsentation oder einen wichtigen Auftritt vor dir oder ein wichtiges Meeting. Es kann sich aber auch im zwischenmenschlichen Bereich zeigen und da geht es dann mehr darum, dass man sein Herz öffnet, ne? Dass man den Mut hat, gewisse Gefühle zuzulassen oder auch Gefühle offen zu zeigen. Das richtige Timing, es erfordert ein wenig Geduld, was sich hier entwickelt. Geduld und eine gewisse Wartezeit. Du musst hier auf irgendetwas warten und du bist mit diesem Wartezustand nicht besonders zufrieden. Es ist so ein bisschen ein Gefühl von Ausharren und wenn man in so einer Situation ist und ausharrt, dann ist der Verstand und die Zweifel und die Sorgen diesbezüglich besonders aktiv. Also scheint mir hier schon einige Tage sehr herausfordernd für dich zu werden. Ja, aber es ist wichtig, weil mit dieser Energie werden dir auch ein paar Unzufriedenheiten bewusst. Es ist auch irgendwie eine Reflexionsenergie, ne? Dir wird irgendwie klar, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Und das gibt dir Futter für alles Kommende, ne? So kannst du halt klarer erkennen, welche Stellschrauben du wirklich verändern musst, um dauerhaft glücklicher zu sein. Die neuen Perspektiven, der neue Horizont, der sich für dich auftut, der zeigt sich erst in diesem Zustand. In der Vergangenheit hast du eigentlich hier eine sehr glückliche Zeit erlebt, wo du auch einigen Erfolg erlangen konntest, auf jeden Fall mit dir selbst zufrieden warst über eine gewisse Entwicklung in dein Leben. Vielleicht hast du auch jemanden zum Beispiel für dich erobern können oder du hast im Beruf ein Projekt mehr als erfolgreich abgeschlossen. Irgendwie hast du hier einen Sieg eingefahren. Und jetzt verblasst dieser Erfolg aber etwas und die nächste Herausforderung stellt sich ein. Ne? Es geht ja immer weiter im Leben. Wandel ist die einzige wirkliche Konstante, die es wirklich, ja, auf die man sich verlassen kann. Ja, aber das Warten fällt dir in dieser Dekade sehr, sehr schwer. Und ja, du könntest hier sehr viel grübeln, unsicher sein, das Gefühl haben, es geht nicht richtig voran oder es entwickelt sich nicht in deinem Sinne. Es ist halt auch sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt aus einer Phase, wo alles so gut lief, herauskommt und dann in eine Phase kommt, wo die Energien wieder ein bisschen blockiert sind und stocken. Es ist dann schwierig, halt Mut zu fassen und optimistisch zu bleiben, aber das würde ich dir hier empfehlen. Und vor allem, ja, mit so einer Energie
neigt man, also mit den 7 Schwertern, neigt man leider auch manchmal ein bisschen dazu, die Realität nicht ganz akzeptieren zu können. Also irgendwie gibt es hier eine Situation, die unklar sein könnte, wo du auch vielleicht sogar im Einzelfall, ne? Also es gilt nicht für alle, aber für manche kann das auch sein, dass ihr in irgendeiner Hinsicht getäuscht werdet oder euch selbst täuscht. Ähm, Lügen, Unwahrheiten könnten in dieser Dekade eine Rolle spielen, wodurch sich einfach diese Situation verzögert und ihr nicht richtig versteht, warum sich das verzögert. Und das ähm, verbessert ja nicht unbedingt gerade sein Maß an Geduld, ne? Wenn man nicht richtig versteht, warum sich etwas verzögert. Hm. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das so interessant mit diesem Erfolg. Also hier lief eine Situation sehr gut. Hier sind wir bei der 6. Und dann, natürlich zerstreuen sich die Energien dann wieder. Ne? Hier hat alles wunderbar geklappt und jetzt zerstreut sich das. Und manche Entwicklungen gehen in die 7 und manche in die 5. Manche bauen sich auf, manche dekonstruieren sich. Hier haben wir die 5 Stäbe. Und da zeigt sich, dass du Mut aufbaust, ne? Oder dass du so einen gewissen Kampfessinn oder sehr starke Ambitionen entwickeln wirst, aber dass die Zeit brauchen. Das ist ein längerer Prozess. Das ist in dein Unterbewusstsein stellst du dich schon auf die nächste Herausforderung ein. Obwohl du mitten in der nächsten Herausforderung bist, ne? Aber hier kommst du mit Tatendrang nicht so richtig vorwärts, sondern hier sind andere Qualitäten gefragt. Und zwar, ja, mehr so dein Optimismus, ne? Bleib optimistisch, das kann ich dir nur empfehlen und versuch diese neuen Ziele, diese neuen Perspektiven anzuvisieren, anzupeilen und dich darauf auszurichten und dich auf diesen Weg vorzubereiten. Hier zeigt sich der Wagen und der Wagen zeigt, dass eine baldige Reise bevorsteht, dass vorher aber noch einige im metaphorischen Sinne Sachen gepackt werden müssen. Ne? Es gilt hier, wichtige Entscheidungen im Voraus zu treffen, über die Reiseroute zum Beispiel oder überhaupt, wo die Reise hin soll. Und für diese Entscheidung wirst du ein bisschen Zeit benötigen. Ja, das finde ich hier sehr, sehr positiv, denn du arbeitest schon an einem Konzept, an einem Plan, an einer Vorstellung, an einer großen Vision. Ja. Und hier werden Pläne geschmiedet. Dein soziales Umfeld ist sehr harmonisch. Ja, auf dein soziales Umfeld wirst du dich verlassen können. Es geht hier wirklich, glaube ich, mehr um was Berufliches oder wirklich eine faktische Reise oder ein anderes persönliches Projekt oder Vorhaben. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen vorsichtig mit Verträgen zu sein, mit Absprachen. Es ist, glaube ich, noch zu früh, um irgendetwas festzumachen. Da solltest du dir vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität lassen und alles erst machen, wenn du mit den Wagen wirklich losfährst. Wenn du hier noch, doch, ich glaube schon, dass du schon ganz genau weißt, was diesen Plan beinhalten soll, wo die Reise hingehen soll. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, wenn du jetzt keine Ahnung hast, auf was du dich da vorbereitest, könnte es sein, dass dir eine plötzliche Idee kommt. Aber es hat auch viel mit vorherigen Nachdenken zu tun. Du wirst dir viel den Kopf im Vorfeld darüber zerbrechen, bevor du anfängst, diese Pläne und Ziele umzusetzen.
Und vielleicht bist du hier noch eher in einer Phase der Ideensammlung. Aber du bist letztendlich innerlich doch für einen großen Schritt nach vorne bereit. Und du bist auch bereit dafür, etwas zu tun. Der Prinz der Kelche. Also der Prinz der Kelche, hier haben wir eine Hofkarte, ne? Und Hofkarten stehen entweder für Menschen in deiner Umgebung oder manchmal verweisen diese Karten auch auf dich selbst, dass du dich hier auf eine Art als Prinz der Kelche realisieren möchtest, dass du so sein möchtest wie der Prinz der Kelche. Oder du hast eben so einen Menschen in deiner Umgebung. Der Prinz der Kelche ist eine Wasserperson. Fische, Krebs. Krebs zeigt sich auch hier deutlich. Oder Skorpion. Skorpion zeigt sich auch hier. Und Fische zeigt sich hier. Naja, du hast hier, also Wasserenergie ist schon sehr präsent. Deswegen kann diese Energie auch sehr auf dich verweisen, aber eben auch auf eine andere Person, die nicht unbedingt ein Wasserzeichen sein muss, ne? Aber schon eher wahrscheinlich eins ist. Waage könnte es auch gut sein. Hier. Oder Löwe auch ein bisschen. Der Prinz der Kelch ist eher eine unreife Energie, eine Person, die jünger ist. In manchen Fällen sogar so jung, dass es ein Sohn oder eine Tochter sein könnte. Der Prinz der Kelch ist eine Person, die so ein bisschen in den Tag hineinlebt, sehr musisch ist, sehr kreativ, sehr lyrisch, die Gefühle offen und frei ausdrückt, auch ein bisschen naiv sein kann in diesem Gefühlsausdruck und Schwierigkeiten hat, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle. Aber doch ein sehr warmherziger und liebevoller Charakter. Wenn diese Person eine Person in deinem Umfeld beschreibt, dann möchtest du in dieser Dekade dieser Person näher sein, nahe kommen. Wenn diese Karte auf dich verweist, möchtest du selber zu dieser Person werden. Was erwartest du? Was denkt der Prinz der Kelche? Der denkt an den Prinz der Schwerter. Diese Person denkt an sich selbst. So empfindest du das jetzt gerade. Und in der Kombination sind wir bei Fische besonders und bei Waage besonders, ja. Diese Person hat viel mit sich selber zu tun aktuell. Jedenfalls ist das dein Eindruck. Und hier zeigt sich eine Königin der Kelche, eben eine andere Person. Und diese Personen gehören zusammen. Ne? Aber es sind definitiv zwei unterschiedliche Personen. Jetzt fragt sich, ob du vielleicht die Königin der Kelche sein könntest. Auch wenn du ein männlicher Zuhörer bist, könntest du die Königin der Kelche sein. Die Königin der Kelche ist auf jeden Fall sehr viel reifer, hat mehr Erfahrung im Leben und kann daher auch ist daher auch sehr empathisch und kann durchaus Verantwortung für die eigene Gefühlswelt und die der anderen übernehmen. Hier zeigt sich vielleicht auch manchmal eine Verbindung, ja, zwischen eben Vater, Mutter, Sohn, Tochter, ne? Also kann hier ein familiärer Aspekt sein. Aber natürlich kann das Verhältnis auch freundschaftlich zwischen euch sein oder eben auch eine Liebesbeziehung ist durchaus möglich. Auf jeden Fall möchtest du dieser Situation näher sein. Ne? Du möchtest diese Personen oder diese Person nah bei dir haben. Und am Ende der Dekade, so ab dem 27. wird sich die Energie hier recht ein bisschen wandeln. Da kommt mehr Tatkraft rein. Diese Karte, diese 5 Stäbe werden dann auch wichtiger.
Hier haben wir die 2 Stäbe. Und ich sehe hier Konflikte in dir selbst, aber konstruktive Konflikte, die zu etwas führen, die Dynamik entstehen lassen, neue Kraft, neue Energie. Ein sportlicher Wettkampf, eine Wettkampfsituation, eine Konkurrenzsituation, die irgendwie auch sich ermutigend anfühlt, ne? Die zu mehr Ambitionen führt. Kann natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich sein, dass du dich hier, also wenn du dich hier nach dieser Liebesbeziehung sehnst, dann sehe ich hier eine Auseinandersetzung zwischen euch beiden, eine positive Auseinandersetzung, ne? Also so eine Flirtsituation, ne? So ein interessantes, dynamisches Spiel zwischen euch beiden, eine reizvolle, interessante Situation. Also würde ich schon sagen, dein Wunsch, dieser Person näher zu kommen, wird sich erfüllen. Und vielleicht diskutiert man hier auch verschiedene Standpunkte für gemeinsame Entscheidungen. Das könnte auch sein, ne? Gerade, ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie auch auf ein Miteinander beschäftigen, dass hier Energien aufeinandertreffen und dass etwas dann passiert daraus. Es wird auf jeden Fall sehr harmonisch, wegen der weißen Büffelfrau, ne? Wird es auf jeden Fall, ja, eher eine positive Erfahrung, eine spannende, eine reizvolle Erfahrung. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation, lieber Steinbock? Meditiere und denk nach. Ja, zunächst musst du erstmal diese Herausforderung meistern. Und diese Herausforderung schaffst du nur, indem du meditierst und nachdenkst. Neumond in Fische. Fische zeigt sich ja hier deutlich, ja. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo es dann losgeht, ne? Entweder gehst du den entscheidenden Schritt oder etwas passiert, wodurch du dann ins Handeln kommst. Du wartest auf das richtige Timing und hast ein gutes Händchen dafür. Es wird auf jeden Fall ganz gut laufen. Und am Ende der Dekade, ab den 27. kann es hier sehr interessant werden. Ja, lieber Steinbock, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du die Energien gut für dich zu nutzen weißt. Eine wunderschöne Dekade, schöne Erfahrung. Alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.